So, wir sind im Camp angekommen. Sind schon ein bisschen fertig, also ich zumindest. Ich auch, definitiv. Nach einem langen Tag mitten im indonesischen Dschungel kommen wir im Camp an. Das ist jetzt so unser Schlafbereich mit Moskitonetz. Moskitonetz. Genau. Das ist ein mit so Planen abgedecktes Häuschen. Und vorne ist eine durchsichtige Plane dran, dass man rausschauen. Ja. Es ist aber schon alles ziemlich offen. Also hier könnte theoretisch gesehen, wenn wirklich was rein will, also das sind nur Bambusrohre. Planen, fertig. Ja, genau. Die Guides schlafen nebenan ohne Moskitonetz. Die Hosen hängen wir zum Lüften aus, dass wir sie am nächsten Tag wieder anziehen können. Die Kleidung waschen würden wir im Fluss nicht unbedingt, da die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist und die Sonne schon tief steht. Duschen im Dschungel-Style? Aber natürlich! Badekleidung solltet ihr also auf der Tour nicht vergessen. Feedback oder Fazit. Es ist schon sehr anstrengend, also das darf man nicht unterschätzen. Es geht häufig hoch, runter und ist nicht in einem ganz leichten Tempo oder eine ganz leichte Steigung, sondern es geht schon auch mal gut so hoch, wirklich. Also fast schon wie Treppenstufen, die hochgehen. Ja. Aber ich bin sehr zufrieden, wir haben viele Tiere gesehen. Einfach das Feeling, was man hier hat, ich glaube, das ist fast, für mich persönlich fast sogar noch mehr als jetzt die Tiere, als die Orang-Utans. Das ist einfach dieses unglaubliche Naturfeeling, was man bei uns eigentlich so nicht kennt. Und überall sind Geräusche, eigentlich nonstop, es ist immer laut hier. Was uns wirklich erstaunt, ist, dass ein junger Koch aus dem Dorf Bukit Lawang zu unserem Schlafplatz im Dschungel kommt. Er bringt neue Lebensmittel mit und kocht für uns. Er hat gerade ein kleines Geschenk von unserem Tourguide bekommen. Das hat er gerade mit einem Teppichmesser selber gemacht. So cool. Dann wird es Abend. Jetzt gibt es noch einmal ein Menü. Also, das Essen war super lecker, viel zu viel. Kann kein Mensch essen. Wir spielen mit Ren noch Karten und er zeigt uns einen Zaubertrick. Open. Open. This is your card? Ja. That's my card. Und um uns rum ist es jetzt richtig dunkel. Also es ist schon richtig dunkel und es wird nur noch dunkler. Ja. Also wir können jetzt auch schon, abgesehen von unserem Bereich hier, wo die Kerzen sind, außerhalb schon fast gar nichts mehr sehen. Ja. Okay, wir versuchen zu schlafen. Es ist ein bisschen eng hier drin. Ja, wir haben hier Schlafsäcke bekommen und über uns ist ein Moskitonetz, was eigentlich echt cool ist. Aber ja, es ist ein bisschen arg eng. Also ich meine, ich bin jetzt nicht sehr groß, aber jetzt auch nicht klein. Ja, aber für indonesische Verhältnisse natürlich schon groß. Demnach mal gucken, wie gut das Ganze klappen wird. Wir schauen mal. Und es regnet, man hört ganz viel Regen. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen aus dem Dschungel. Guten Morgen. So, wir haben jetzt unsere erste Nacht überstanden. Sophie, wie hast du geschlafen? Ich habe eigentlich relativ gut geschlafen. Ich hatte auch keine große Angst. Es war natürlich nicht super komfortabel, das ist, denke ich, klar. Die Matten sind sehr dünn.
haben auch eine Weile gebraucht, bis wir so Fliegengitter richtig gescheit drum unter die Matratze gesteckt hatten, aber ja. Und du? Raimund? Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich habe schon ein bisschen länger gebraucht zum Einschlafen. Ich habe auch ein bisschen mehr Paranoia geschoben, muss ich sagen. Es ist sehr laut in der Nacht. So, unser Dschungelfrühstück. Wir starten jetzt Tag 2. Heute wird wohl nicht ganz so lange gelaufen, dafür geht es aber wieder viel hoch und runter. Wir hören ein Gibbon-Junges, das wohl seine Mutter ruft. Ganz weit weg sieht man es auch, aber wirklich sehr weit weg und man kann trotzdem erkennen, wie groß ein Gibbon ist. Wir sind jetzt ungefähr so 1,5, 2 Stunden unterwegs, vielleicht auch ein bisschen weniger. Es ist echt schwer mit dem Zeitgefühl hier. Aber das Gute ist, wir müssen heute nicht so viel laufen. Wir scheinen echt guten Guide zu haben, muss man sagen. Der achtet extrem drauf, dass man was sieht. Wartet auch viel an bestimmten Plätzen, wo andere einfach weitergehen. Und dann kommt der atemberaubendste Moment im Dschungel. Eine Orang-Utan-Mutter, die uns ganz nah ranlässt. Das ist so abgefahren. Mach noch 3 Schritte, beweg dich aber nicht weiter. Am zweiten Tag haben wir nicht ganz so viel gefilmt. Am Ende geht es noch eine richtig steile Passage runter bis zum Camp. Teilweise geht es so steil runter, dass die Wege abgesichert wurden. Trotzdem gehört es dazu, dass man ab und zu auf dem Hintern landet. So, wir sind im Camp Nummer 2 angekommen. Der Trek war heute sehr viel kürzer. Also wir haben jetzt mittags, gestern sind wir erst abends oder am frühen Abend besser gesagt angekommen. Wir sind trotzdem mega fertig. Es war sehr anstrengend. Es ging oft hoch und runter und vor allem jetzt das letzte Stück runter war sehr, sehr lang und sehr weit und auch sehr steil. So, heute werden wir hier heute Nacht schlafen, haben auch wieder ein Moskitonetz. Ja, wie immer oben offen und haben auch schon nette Nachbarn gewonnen. Hallo, Thomas, Wir sind die erste Gruppe hier, also Ren und wir beide. Demnach haben wir jetzt gerade noch hier ein bisschen Zeit für uns am Fluss. Mega cool. Ich denke aber, die nächsten Gruppen werden wahrscheinlich jetzt demnächst kommen. Da es noch sehr sonnig ist, versuchen wir unsere Wäsche zu waschen und diese auf den heißen Steinen zu trocknen. Falls es euch interessiert, wir haben jeweils eine Lang- und eine Kurzhose dabei, die wir immer wieder auslüften und mehrere T-Shirts zum Wechseln. Am Nachmittag genießen wir die Freizeit im Fluss und schauen den Affen bei ihrer Wanderung zu. Dann gibt es wieder ein leckeres indonesisches Abendessen und wir machen uns fertig für die Nacht. Anscheinend wollten ein paar Ameisen heute Nacht
bei uns ein bisschen stecken geblieben. Letzter Tag hier im Dschungel, letzter Tag hier im Camp. Wir werden heute einen eher entspannteren Tag haben. Wir werden heute zum Wasserfall gehen, der ist aber hier relativ nah. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen einfach Freizeit hier am Fluss. Und auch die Fliegen gehören im Dschungel dazu. Der Grund, warum wir ein Fliegengitter nachts haben. Wir hatten heute die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir hiken gehen möchten oder zu nahegelegenen Wasserfall, ein bisschen entspannen. Und da bei uns dann alles ein bisschen wehtut, gehen wir zum Wasserfall. Tschüss! Der Wasserfall ist nicht weit vom Camp entfernt und hier finden wir noch ein paar kleinere Tiere. Another more bigger, that's the female. Female, bottom. Female. The male, top. Oh, krass. Hier vertreiben wir jetzt noch ein bisschen unsere Zeit. Eine Kriegerbemalung mit Schlammfarben, denn wir haben den Dschungel überwunden. Die letzten Tage waren sehr intensiv und wir können jetzt schon sagen, dass dies einer der besten Teile unserer ganzen Reise war. Zum Abschluss sehen wir in unserem Camp einen Varan, der die Reisreste vom Vortag von uns isst. Guten Appetit! Guten Appetit. Statt zu Fuß nach Buchtlavang zurückzulaufen, haben wir uns für ein Tube Rafting entschieden. Dies wird von fast allen Anbietern angeboten und kostet extra. Und unsere Taschen werden in Plastikbeutel gepackt, um sie vor dem Wasser zu schützen. Bye! Bye. Er ist noch unter Rafting. Es ist aber kein Wildwasser-Raften, sondern einfach ein gemütliches Raften. Aber nochmal richtig schön links und rechts nochmal am Dschungel vorbeizufahren und nochmal alles auf sich wirken zu lassen, was man alles die letzten Tage geschafft hat. So, wir sind jetzt wieder in Buchtlavang angekommen. Genau, jetzt gehen wir erstmal duschen und müssen dann erstmal schauen nach Flügen, denn der nächste Punkt soll ja Jakarta werden. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es in Jakarta weitergeht, könnt ihr schon mal hier klicken und sonst verwaltet ihr das Video. Unsere Inlandsflüge und Unterkünfte buchen wir meistens einen Tag davor. Thomas erzählt uns am Abend Geschichten von früher, wo er selbst als Guide noch den Dschungel unsicher gemacht hat. Thomas ist der beste Guide, alles. Super erklärt, witzig, alles was im Dschungel anfällt, gut handelt. Den letzten Abend lassen wir noch mit Bier ausklingen und stoßen an auf Buchtlavang. Für den Rücktransfer zum Flughafen haben wir in Buchtlavang auch günstigere Alternativen gesehen. Es gibt wohl auch einen Shuttlebus, der für 12 € pro Person fährt. Wir wissen allerdings nicht so genau, wann und wo. Hallo! So, wir sind jetzt im Auto auf dem Weg zum Transport, zum Flughafen. Buchtlavang war wirklich schön, aber jetzt geht es weiter in die nächste Stadt. Und das in die riesengroße Metropole Jakarta. Die Hauptstadt Indonesiens gilt als eine der dreckigsten Städte der Welt. Wie wir dort zurechtkommen, das seht ihr im nächsten Video. Ist wirklich nicht toll. Ich will nicht lügen.